Moin Moin zu Grafschaft to go. Hier, wo der Verkehr rollt in Richtung Niederlande hinter mir, am nordwestlichsten Zipfel der Grafschaft. Da will ich euch heute ein Gedicht vorlesen. Sonderlich nach einem Regen ist es trostlos auf den Wegen. Dieser Weg ist noch dabei, die Bundesstraße 403. Und was dieses Gedicht mit Schülern aus Vorwald zu tun hat und mit dieser Straße, das erkläre ich euch in dieser Folge von Grafschaft to go. Ja, liebe Freunde, heute sprechen wir über diese Bundesstraße und darüber, wie die große Politik uns alle betrifft und wie die große Politik manchmal auch eine sehr menschliche Seite haben kann. Die Bundesstraße 403 ist eine der jüngsten Bundesstraßen. Sie ist ja erst 1954 gewidmet worden. Und sie ist eine der kürzesten Bundesstraßen, weil sie ist heute nur 61 Kilometer lang. Nämlich von der Grenze hinten bei Eschebrügge durch die ganze Grafschaft bis zur Autobahnanschlussstelle Ochtrup Nord in Nordrhein-Westfalen. Das sind 61 Kilometer. Früher ging sie noch ein Stück weiter bis nach Münster, als es die Autobahn 31 noch nicht gab. Dieses letzte Stück, diese 5 Kilometer Bundesstraße zwischen Emlichheim und der Grenze bei Eschebrügge, die gab es ab 1954 noch gar nicht. Das war ein Sandweg. Im Sommer staubig und trocken, aber sobald es geregnet hatte, eine beinahe unpassierbare Schlammwüste. Und diese Schlammwüste, diese letzten 5 Kilometer Bundesstraße, die sollten jetzt mal endlich fertig gemacht werden. Das Problem war nämlich, hier dieses Gebäude, das war damals eine Schule, die Volksschule in Vorwald. Und die lag hier mitten im Nirgendwo, fast 2 Kilometer entfernt von jeder befestigten Straße. Der Lehrer Hensen, der hier 25 Jahre gewirkt hat und beinahe zur Legende wurde, der hatte ziemliche Sorge, dass die Kinder im Herbst und im Winter, wenn es regnerisch und matschig und kalt war, gar nicht zur Schule kommen können, wegen der furchtbaren Wegeverbindung. Und dann entschloss er sich zu einer ziemlich spannenden Aktion. Er schrieb mit seinen 72 Schulkindern zusammen ein langes Gedicht an den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Ja, und womit keiner gerechnet hatte. Nach 3 Monaten kam aus Bonn eine Antwort. Der Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte nämlich das Gedicht aus Vorwald an seinen Bundesverkehrsminister weitergeleitet, den Hans-Christoph Seebohm, der ein ziemlich berühmter Bundesverkehrsminister war. Und der hat eine Antwort geschickt: Es ist nun mal so in der Welt, das Straßenbauen kostet Geld. Wir nehmen an, dass ihr wohl wisst, wie schmal des Staates Säckel ist. Es geht hier nach der Wichtigkeit. Und das hat seine Richtigkeit. Also er vertröstete die Kinder, aber machte Hoffnung, eines Tages werdet ihr auf guten Wegen zur Schule gehen. Allzu viel Geduld müssten die Kinder aus Vorwald gar nicht mehr haben. Knapp 2 Jahre später begann 1961 der Ausbau dieser letzten 5 Kilometer. Und hier diese ansteigende Straße, die zeigt schon eine weitere Besonderheit, um die sich Geschichten ranken. Nämlich hinter diesem ansteigenden Straßenstück verbirgt sich die einzige Bahnüberführung einer Bundesstraße, die wir in der Grafschaft haben. Bis heute erzählt man sich gerne eine Geschichte, von der niemand weiß, ob sie wirklich stimmt, aber erzählt wird sie gerne. Und zwar die Geschichte vom Bundesverkehrsminister Seebohm, den wir eben schon mal hatten, der ein begeisterter Eisenbahnfan war und sich schon damals bemühte, mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Und ebenso begeistert war er Skatspieler. Und mit wem spielte er am liebsten Skat? Mit seinem alten Kumpel Karl Friedrich Oppermann, dem Direktor der Bentheimer Eisenbahn. Und eines Tages sollen die beiden gewettet haben. Und der Oppermann hat gesagt: Seebohm, wenn du die Skatpartie verlierst, dann baust du mir eine Bahnüberführung in Vorwald, damit auch dort nicht wieder ein Bahnübergang mit Schranken entstehen muss. Naja, wie gesagt, ob das wirklich stimmt, wissen wir nicht, aber die Überführung ist da, die einzige, die wir in der Grafschaft haben. Ja, liebe Freunde, das waren so einige Geschichten um 5 Kilometer Bundesstraße ganz im Nordwesten der Grafschaft. Und eins muss ich noch loswerden: Als diese Straße fertig war, im April 63, da kam in der Schule in Vorwald ein Telegramm aus Bonn an. Und da schrieb der Bundesverkehrsminister Dr. Ing. Hans-Christoph Seebohm: Liebe Vorwaldschule-Kinder, tapfere Schlammwege-Überwinder,
Die neue Bundesstraße 403 ist vollendet. Damit ist euer Wunsch vom September 1958 erfüllt. Mein Wunsch ist, mögen alle Benutzer den richtigen Gebrauch von der Straße machen, damit niemand zu Schaden kommt. Mit herzlichen Grüßen. Dem kann man eigentlich nichts hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal bei Grafschaft to go. Tschüss! Danke, dass ihr diese Folge von Grafschaft to go angesehen habt. Während wir hier an neuen Folgen sitzen, klickt ihr euch doch gerne mal durch unsere alten Folgen, die findet ihr alle hier oben. Und gerne dürft ihr unseren Kanal abonnieren mit den Folgen, die alle schon gelaufen sind, und den findet ihr hier.